KI-Skandal bei 1666 Amsterdam, der Remake-Wahn der Industrie, ein riskanter Neuanfang bei Guild Wars 3 und die geplatzte Aboblase bei Xbox. Patrice Désilets hat vor rund 15 Jahren bei THQ mit dem Konzept für 1666 Amsterdam begonnen und die Marke 2016 nach einem Rechte-Limbo von Ubisoft zurückgeholt. Seit mittlerweile 6 Jahren arbeitet sein Studio Panache Digital Games aktiv an dem Titel. Ab sofort ist ein 30-minütiger Prolog spielbar, bevor das Hauptspiel 2026 zunächst in den PC Early Access startet. Spätere Konsolenversionen sind aber bereits offiziell angekündigt. Die PR-Abteilung verspricht vollmundig No Fake Footage, just a playable experience evolving Build after Build. Also, 6 Jahre Entwicklungszeit für eine halbe Stunde Gameplay deuten stark auf massive Budgetprobleme hin. Vielleicht haben sie sich mit den 3 Zeitebenen in Scope verrannt, aber den ultimativen Beleg dafür liefert der aktuelle Skandal hinter den Kulissen. Das Studio hat laut eigenen Angaben versehentlich generative KI für Ingame-Assets und das Marketing genutzt. Die Folge war ein enormer Rufschaden. Das Spiel reiht sich damit nahtlos in die Industrie ein, die oft unfertige Produkte abliefert und die Kundschaft kurzerhand als Qualitätssicherung missbraucht. Das zeigt deutlich, die Spieler verzeihen so etwas nicht und strafen plumpen KI-Einsatz gnadenlos ab. Das bekam auch Sega beim frisch angekündigten Crazy Taxi Reboot zu spüren. Ein kurzer KI-Hinweis auf der Steam-Seite löste sofort einen massiven Shitstorm aus. Sega musste umgehend klarstellen, dass die KI lediglich als Ideenreferenz für Konzeptart diente und die eigentliche Arbeit von echten Menschen gemacht wird. Diese schnelle Panikreaktion beweist, Nostalgie allein zieht nicht mehr blind, womit wir beim generellen Remake-Wahn der Industrie wären. The Legend of Zelda Ocarina of Time hat einen Teaser bekommen. Die Community hofft hier auf eine komplett nahtlose Welt, in der Gebiete ohne Ladebildschirme miteinander verbunden sind. Tatsächlich, die Community streitet wegen der Grafik und dieses Blinken am Arm ist nicht im Original. Und das legendärste Zelda überhaupt nochmal zu remaken hat den Investoren wohl auch nicht gefallen. Das Remake zu Resident Evil Code Veronica wird hingegen, gepaart mit einem offenbar viel düsteren Ton, komplett in der Third-Person-Perspektive spielbar sein. Und wer sich auf den dritten Teil des Remakes von Final Fantasy VII freut, sollte schon mal Speicherplatz freimachen. Mit der erweiterten Weltkarte wird das Spiel voraussichtlich die 200 GB Marke knacken. Während die Erweiterung des Spyro-Universums mit A Realm Beyond durchweg positiv aufgenommen wird, sorgt Rayman Legends Retold für laute Kritik. Viele Fans fragen sich völlig zu Recht, warum wertvolle Ressourcen in ein Remake fließen, anstatt mit dem vorhandenen Team und Budget ein dringend erhofftes Sequel zu produzieren. Wenigstens ist das Remake von Gothic 1 bei den Leuten gut angekommen. Ein geliebtes Kultspiel wurde modernisiert, ohne seinen Kern zu verlieren. Das beweist, dass Remakes funktionieren können, wenn sie mit Respekt gegenüber der Vorlage umgesetzt werden. Und während nostalgische Gefühle gemolken werden, steht bei einem anderen Franchise ein harter Schnitt in die Zukunft an. Guild Wars 3 befindet sich offiziell in der Entwicklung und vollzieht den technologischen Sprung auf die Unreal 5 Engine. Für den Vorgänger Guild Wars 2 bedeutet dieser strategische Fokus allerdings eine geplante 18-monatige Content-Pause. Inhaltlich wird der dritte Teil als Prequel angelegt sein. Obwohl die technischen Eckdaten sitzen, sorgt diese 1,5-jährige Content-Durchstrecke bei Guild Wars 2 für große Skepsis in der Community. Die Angst vor dem schleichenden Tod geht um. Da hilft auch die Halle der Monumente wenig, die es ermöglicht, Erfolge und Skins für Guild Wars 3 in Guild Wars 2 freizuschalten. Auch das Prequel-Setting spaltet die Geister, da das Schicksal der Welt bereits bekannt ist und die Story wohl wenig Überraschungen bieten dürfte. Dennoch ist das Interesse groß. Nach dem zweiten Anlauf bei WoW haben viele Spieler wahrscheinlich einfach Lust auf ein neues MMO. Worauf die Spieler keine Lust hatten, war die Preiserhöhung beim Xbox Game Pass. Die Community hatte davor gewarnt und kürzlich bestätigte der neue Xbox Chief Strategy Officer Matthew Ball offiziell den Einbruch der Abozahlen. Ursache war die aggressive Preispolitik im Oktober 25 unter der alten Führung von Phil Spencer. Der Preis wurde von 20 auf $30 angehoben, eine saftige Steigerung von 50%, um teure Day-One-Releases wie Call of Duty zu finanzieren. Shepard, are you willing to do what is necessary to win?
Always. Die neue Führung unter Asha Sharma ruderte per interne Memo zurück. Sie bezeichnete das bisherige Geschäftsmodell der endlosen Expansion als völlig überdehnt und ungesund und senkte den Preis wieder auf $23. Der Haken? Künftige Call of Duty-Teile landen dafür nicht mehr direkt zum Release im Pass. Bei einer Ausgangsbasis von rund 34 bis 35 Millionen Abonnenten führten die $30 zu einer sofortigen Kündigungswelle im zweistelligen Prozentbereich. Wir sprechen hier von mehreren Millionen Nutzern. Die mathematische Schmerzgrenze der Konsumenten wurde damit empirisch nachgewiesen. Als direkte Antwort auf die weglaufenden Abonnenten ändert Xbox nun die Strategie. Statt sich nur auf den Game Pass zu verlassen, setzt das Unternehmen wieder massiv auf starke Exklusivtitel. Mit der Ankündigung von Gears of War E-Day und dem Halo Remake will Microsoft die Kernspielerschaft zurückgewinnen und echte Kaufargumente abseits des reinen Abo-Modells schaffen. Bleiben wir noch kurz im Xbox-Kosmos. Manager Matt Booty bestätigte gute Fortschritte bei Elder Scrolls 6. Er rechnet allerdings nicht mit einem baldigen Release. Bethesda hält hartnäckig an der alten Marketingstrategie fest und will Spiele erst kurz vor der Veröffentlichung offiziell enthüllen. Ironischerweise gilt das aber nicht für Teaser, denn der zu Elder Scrolls 6 ist mittlerweile 8 Jahre alt. Zum Schluss gibt's noch einen harten Nerv für alle PC-Spieler. Valve entfernt die physischen Steam-Guthabenkarten. Um gezielt Betrug vorzubeugen, wird der Verkauf im Einzelhandel komplett eingestellt. Die aktuellen Bestände in den Läden laufen voraussichtlich noch bis Ende 2026. Digitale Karten bleiben aber glücklicherweise weiterhin verfügbar. Was sagt ihr zu den Themen? Ihr könnt schreiben, ich kann lesen. Thanks for watching.